Heute machen wir weiter mit unserer kleinen Serie zur Vespa Modellkunde. Und wie unschwer zu erkennen ist, machen wir heute weiter mit der Vespa Large Frame. Beim letzten Mal haben wir euch ja die Vespa Wide Frame vorgestellt. Die Vespa Large Frame ist der Nachfolger. Beim letzten Mal war es so schön mit unserem Experten Olli. Deswegen ist er heute wieder dabei. Einen dicken Applaus für Olli. Hallo, ich bin der Oliver. Meine zweite Sammelleidenschaft gilt den Vespa Large Frame, von denen ich einige Modelle mitgebracht habe. Wir haben euch ja beim letzten Mal erklärt, wie man eine Vespa Wide Frame am besten identifizieren kann. Und damit wollen wir heute auch weitermachen. Wir wollen euch erklären, wie erkennt man eine Vespa Large Frame und was sind die wichtigsten Merkmale. Bei Piaggio wurde das Motorkonzept geändert. Der Motorblock war jetzt einteilig, nicht mehr wie früher Schwinge und Motor getrennt, sondern das Ganze bestand noch aus einem Block. Dadurch wurde auch die Schwinge schlanker, dementsprechend auch der Rahmen schlanker, weil die Vergaserklappe wegfiel. Man sieht da ganz klar, dass das Heck der Vespa nicht mehr einteilig ist, sondern zweiteilig. Es gab eine linke und eine rechte Pressform. Dadurch wurde das Fahrzeug auch leichter und insgesamt auch steifer von der Produktion her. Genau, nämlich die ganze Motorkonstruktion wurde umgeworfen. Anfänglich in der Wide Frame war die Schwinge ein Teil und der Motor ein Teil, beides wurde verschraubt. Jetzt war beides nur noch ein Teil, dadurch auch kompakter, etwas stabiler und es wurde auch innerhalb des Motors etwas aufgeräumt, war bei der Wide Frame noch die Anlenkung oder die Ansteuerung des Kickstarters relativ kompliziert und anfällig, wurde das alles vereinfacht zur Large Frame hin und vor allem der Motor bot auch mehr Reserven. Es war mehr Platz für den Zylinder und die Vergaserposition wurde geändert. Wir erinnern uns, die GS 150, die letzte Wide Frame, hatte schon den Vergaser oben über dem Zylinder sitzen. Das war schon eine Modernisierung, die ist dann halt auch übergegangen in die Vespa Large Frame. Aber es war alles noch so ein bisschen Flickwerk, weil man das auf dem alten Motor aufgebaut hat. Und jetzt hat man von vorne herein den Motor so konstruiert, wie man das gerne an dieser Stelle hätte. Hier an dieser Stelle kann man es am schönsten sehen, was eine Vespa Large Frame im Vergleich zur Wide Frame ausmacht. Keine Vergaserklappe mehr, kein Ausschnitt mehr für die rechte Seitenhaube. Und das Ganze hier ist wesentlich schmaler geworden. Und man kann hier auch sehr schön sehen, wie der Rahmen hier geteilt ist. Neben dem Ganzen sieht man auch von vorne, dass einfach auch das Beinschild bei der Large Frame schlanker wurde, bei der Wide Frame. Auch die Backen wurden etwas nach innen geschoben. Dadurch natürlich der Rahmen natürlich zweiteilig jetzt ist, wurde das ganze Modell insgesamt schlanker. Die Vespa Large Frame war sehr erfolgreich. Sie wurde insgesamt über 40 Jahre lang gebaut. Das bedeutet, in dieser Zeit gab es natürlich eine relativ große Modellvielfalt, häufig auch nur mit kleinen Änderungen. Aber wir wollen euch hier natürlich die wichtigsten Modelle vorstellen. Und anfangen wollen wir natürlich mit der ersten Vespa Large Frame, die haben wir hier stehen, eine VNA. Und da war, wie das häufig am Anfang ist, noch vieles anders und es gab viele Details, die sich später geändert haben. Aber dazu kann euch Olli mehr erzählen. Eben 1958 kam die erste Large Frame auf den Markt, das war eben das Modell VNA. Nur gut zu erkennen sind, viele Bauteile wurden doch aus der Wide Frame Klasse übernommen. Das war hier der einteilige Kotflügel. Das Beinschild war immer noch ein Tick breiter als wie die Folgemodelle. Schriftzug war noch hier der alte von den Wide Frame Modellen. Auch die Lampe wurde von der Struzzo übernommen, vom Durchmesser her 105. Gut zu sehen ist auch noch, dass auf dem Tunnelbereich Trittleisten waren. Und klar, Erstausstattung war damals immer noch Schwingsattel mit Gepäckbrücke. Und zwei sehr interessante technische Details, die noch diese VNA anders hatte als spätere Large Frame Modelle. Erstens ist das Gemisch noch über den Kolben gesteuert. Also er hat einen kolbengesteuerten Einlass, dieser Motor, wie die GS 150. Später ist für die Large Frame charakteristisch, dass der Einlass über den Drehschieber gesteuert wurde, bis auf wenige Ausnahmen, aber dazu kommen wir noch. Und ein weiteres Detail, die VNA hatte das erste Mal einen geteilten Lenker. Das war fortschrittlich damals, aber man ist nach der VNA wieder von diesem geteilten Lenker abgegangen und hat dann, ja, ich weiß nicht, 20 Jahre ungefähr gebraucht, bis man wieder einen geteilten Lenker auf den Markt gebracht hat.
Das nächste Modell, was wir euch zeigen möchten, ist dieses hier. Das ist eine VBB. Und wie ihr seht, ist das noch sehr ähnlich zu diesem. Das hat auch seine Gründe. Und ich möchte euch ganz kurz aufklären, was es mit diesen Modellbezeichnungen VNA, VBB auf sich hat. Nämlich damals schon zu Wideframe-Zeiten stand an den Modellbezeichnungen vorne immer ein V für Vespa. Und dahinter kam jetzt bei diesen Modellen einmal das N für die 125er Modelle und hier das B für 150er Modelle. Das ist hier nämlich schon eine Vespa 150. Und dann kommt ein dritter Buchstabe, A oder B, und der bezeichnet einfach mit A die frühen Modelle und mit B die späteren. Also hier V, Vespa, N 125, A frühes Modell, hier V wie Vespa, B 150 Kubik und B nochmal für spätere Bauserie. Aber was das an Details mit sich gebracht hat, was sie da geändert haben, das erklärt uns wieder Olli. Ja, man sieht ganz schön an der VBB, dass bereits der Kotflügel jetzt auch aus zwei Teilen besteht. Die linke und rechte Seite wurde gepresst. Der Scheinwerfer hatte plötzlich einen Durchmesser von 115 mm, war jetzt plötzlich wieder ein Gusslenker aus einem Stück, den man schon aus der GS 150 von der Wideframe-Klasse kennt. Weiteres Detail ist, dass die Trittleisten nur noch auf dem Trittbrett waren und hier quasi im Mittelbereich auf dem Tunnel bereits durch eine Gummimatte ersetzt wurde. Ansonsten blieb das Modell weitgehend gleich. Und wieder ganz wichtig, ne? Motor. Jetzt kam der Drehschiebermotor. Diese Modelle hatten alle schon einen Drehschiebereinlass und das war ja ein Kennzeichen, was diesen Large Frame bis zum Ende erhalten geblieben ist. Bis auf wenige Ausnahmen. Und zu dieser Ausnahme kommen wir jetzt, denn nach dieser Serie kam mein persönlicher Lieblingsroller, mein schönster Roller, der meiner Meinung nach je gebaut wurde, nämlich der hier, die GS4, die GS 160. Und dieser Roller ist deswegen so wichtig und interessant, weil es an ihm eine ganze Menge Neuerungen und technischer Innovationen gab, die man aber nur kurz beibehalten hat und dann hat man sie wieder rausgeschmissen. Warum? Weiß ich nicht. Aber was das für Neuerungen waren und was diese GS4 als Roller ausmacht, das erzählt euch wieder Olli. Piaggio hat schon immer gerne Sportmodelle produziert, eben dieses Modell GS 160, das Nachfolgemodell eigentlich von der GS 150. Besonderheit hier war, dieses Modell war eigentlich das erste Large-Frame-Modell, was 10 Zoll von Haus aus hatte. Der Schwingsattel verschwand komplett und es wurde eigentlich durch eine Sitzbank ersetzt. Zum ersten Mal fand das Ersatzrad Platz unter der Seitenhaube, die dann abnehmbar war. Die zweite Serie GS 160 hatte ein Handschuhfach, die erste Serie eine kleine Klappe hinten, was aber nicht so erfolgreich war, weil nicht viel Platz drin fand. Aber so schön dieser Roller ist, er bleibt doch zusammen mit der SS 180 ein Spezialfall und den möchten wir euch noch genauer erklären und kommen später nochmal darauf zurück. Wir hatten inzwischen Anfang der 60er Jahre und man wollte das Design etwas aufpeppen. Und nicht nur das Design, sondern vor allem auch die Rahmengeometrie. Die Roller wurden immer schneller, die GS 160 ist schon 100 km/h gefahren und man hat jetzt versucht, einen Rahmen nicht nur steifer zu machen, sondern auch von der Geometrie so zu verändern, dass er besser geradeaus läuft. Und das Ganze ging los mit diesem Modell, mit der Vespa GL. Wir haben jetzt ein etwas besonderes Exemplar, wo sich jemand mal farblich, aufklebermäßig und was ihm sonst noch so eingefallen ist, etwas verspielt hat. Aber man kann hier schon sehen, womit es losging, nämlich als allererstes die Kaskade. Die ist etwas breiter geworden, etwas eckiger geworden. Das Gleiche kann man hier an den Seitenhauben sehen, bei der GL noch nicht so gut wie später, aber auch hier ist die Form schon eindeutig geändert und natürlich der Lenkkopf mit diesem trapezförmigen Scheinwerfer. Das sind erstmal die äußeren Merkmale, die man als erstes erkennt. Aber wie gesagt, sehr wichtig von der Konstruktion. Der Rahmen der Rahmen selber ist eigentlich nicht wirklich länger geworden, sondern der Lenkkopfwinkel hat sich geändert. Also der Winkel, in dem die Gabel zum Boden steht. Und der ist flacher geworden. Das bedeutet, dass sich der Nachlauf ändert und der Radstand.
Beides, wenn es größer wird, führt dazu, dass ein Roller besser geradeaus fährt. Und das ist halt ein Kennzeichen, was dann die Vespa ab der GL und ab allen späteren Modellen hatte. Gerade beim GL-Modell versuchte Piaggio etwas sportlicher zu werden, gerade mit dem Trapezscheinwerfer. Das Design wurde insgesamt eckiger. Generell kann man sagen, alle 150er Modelle hatten das Ersatzrad im Beinschild und hatten eine Gepäckfachbacke. Alle Kubikklassen größer hatten ein Handschuhfach und das Ersatzrad unter der Seitenhaube. Anfang der 70er Jahre kam dann das letzte Modell dieser Serie heraus, was auch gleichzeitig die Krönung darstellte, nämlich die Rallye. Die Rallye gab es anfangs mit 180 Kubik, später mit 200 Kubik. Damit waren das auch die schnellsten Wespen, die es bis zu dieser Zeit gab. Und es gab auch eine leichte Veränderung am Motor gegenüber den Modellen mit weniger Hubraum. Der Zylinder war etwas anders angeordnet, der steht leicht schief. Und man kann das hier vielleicht sehen, wenn die Kamera das irgendwie einfangen kann. Man kann diese Rallye-Modelle motorenseitig immer daran erkennen, dass der Krümmer hier schief rauskommt, während ältere gerade rausgekommen sind. Ja, das war dann schon alles etwas sportlicher. Was allerdings die optischen Feinheiten angeht, da ist Olli der Fachmann. Ja, wie man bei der Rallye sehen kann, wurde der Scheinwerfer größer auf 135 mm erweitert. Der Rallye-Kopf kam aber schon bei der GTR oder bei der Sprint Veloce zum Einsatz, um einfach eine größere Lichtausbeute zu haben. Hinzu kam auch noch, dass dieses Modell über ein Handschuhfach verfügte und das Ersatzrad wurde an der linken Seite unter der Seitenhaube angebracht. Bemerkenswert war, dass dieses Modell bereits die Rallye 180 in den USA ausgeliefert wurde und das mit Getrennschmierung. Ihr seht, ähnlich wie bei den Wideframe, der Roller wird schneller, der Scheinwerfer wird größer, damit man auch sieht, wo man hinfährt. Das macht alles Sinn. Aber wie es mit vielen Änderungen war, das war eine positive Änderung, die wurde auch beibehalten. Denn diese Scheinwerfergröße gab es auch in der letzten Baureihe der Vespa Large Frame, nämlich in der Vespa PX. An 78 war dann Schluss mit der Modellreihe Rallye 200. Die bekam zwar am Schluss noch eine elektronische Zündung, aber bereits an 77 gab es eine neue Markteinführung mit dem Modell PX. Dieses Modell, die Besonderheit, wurde fast 40 Jahre lang gebaut, bis ins Jahre 2016. Und die technischen Feinheiten darüber erzählt auch Jesko mehr. Genau, also man kann sich ja vorstellen, ein Roller, der 40 Jahre lang gebaut wurde, dass in der Zeit einiges erneuert und umgebaut wurde. Und so war das natürlich auch bei der Vespa PX. So erfolgreich die war, aber natürlich konnte man nicht alles in dem ursprünglichen Zustand von 1977 belassen. Ich möchte natürlich mich ein bisschen auf die wichtigsten Details beschränken, dass das nicht allzu langweilig wird. Aber man kann bestimmte Sachen ganz gut sehen. Hier haben wir zum Beispiel ein Modell der ersten Serie von PX. Und das hat noch eine etwas rundere Kaskade als das spätere Modell. Und hat auch hier noch eine andere Anordnung von Schok und von Benzinhahn. Das liegt vor allem daran, dass nämlich das nächste Modell, was dann rauskam, eine sehr wichtige Änderung, war die PX Lusso. Und die PX Lusso hatte durchgängig und serienmäßig für alle Hubraumklassen und Motoren hatte die Getrennschmierung. Und die konnte man hier unten dann sehen. Da war so ein Ölschauglas, ob noch Öl vorhanden ist, weil man konnte ja jetzt tanken, ohne Öl in das Benzin zu gießen. Denn Öl wurde separat getankt und musste wesentlich seltener aufgefüllt werden. So, was hatten wir dann noch? Dann hatten wir noch 1998 eine große Änderung, die kann man witzigerweise an dem Modell hier sehen, denn dieses Modell ist nachgerüstet, und zwar mit einer Scheibenbremse. Also hier kann man das sehen, das ist jetzt hier mit einer SIP-Bremszange aufgerüstet und einem SIP-Federbein. Aber im Prinzip sah so auch ab 1998 die Scheibenbremse aus, was einen entscheidenden und wichtigen Vorteil gebracht hat beim Bremsen. Denn diese Scheibenbremse hat wirklich eine komplett andere Wirkung als alles, was vorher da war. Ähnlich eine zweite Änderung, die es zu dieser Zeit gab, nämlich den Klarglasscheinwerfer. Der ist auch hier bereits nachgerüstet. Wir haben ja schon häufiger über Modernisierung von Scheinwerfern gesprochen.
Allerdings, das hier ist wirklich ein Meilenstein, denn alles, was vorher geändert wurde in der Geschichte der Vespa, das sind eigentlich nur unterschiedliche Abstufungen von Dunkel. Hier hat man zum ersten Mal wirklich gesehen, wo man hinfährt. Genau, und das sind dann auch Änderungen, die wurden so bis zum Ende der Baureihe beibehalten. Später kamen noch so ein paar Chrom-Accessoires dazu, da sollte die PX dann wieder ein bisschen mehr aussehen wie noch ältere Modelle. Das ist, ja, manche finden es gut, andere weniger. Meine persönliche Lieblings-PX ist die ganz alte PX, also von der Form, wie sie hier steht. Aber das war dann 2016 das endgültige Ende dieser klassischen Vespa, der klassischen Vespa Large Frame. Und damit sind wir hier mit unserem Video auch fast durch. Gibt es da nicht noch ein paar Besonderheiten? Ich stehe jetzt zwischen zwei ganz besonderen Modellen, zwischen der GS 160 und der SS 180. Die GS, die hatten wir vorhin schon kurz im Bild, haben sie aber wieder rausgenommen, weil eigentlich passen diese beiden Modelle nicht so richtig in die Geschichte der Large Frame, denn sie haben beide sehr viele technische Besonderheiten, die nur bei diesen beiden Modellen vorhanden sind. Und die möchten wir euch jetzt näher bringen und vielleicht auch erklären, warum es sich durchgesetzt hat oder auch nicht, wenn wir es denn wissen. Als Nachfolger der GS 150 haben wir hier eine Mischung aus den Large Frame Modellen. Wir haben schon den leichteren, steiferen Rahmen. Und was das aber so besonders macht und warum es jetzt nicht in die Large Frames passt, wir haben einen anderen Motor. Wir haben wieder die Kolbensteuerung, die auch schon die GS 150 hatte. Das haben wir eigentlich, die Large Frames haben das ja nicht mehr, aber dieser Motor, der hat es wieder. Und es gibt noch ein paar weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel die Gabel hier. Hier ist zum ersten Mal ein Federbein vorne verbaut, also Stoßdämpfer und Feder in einem. Das sind alles Sachen, die wurden auch bei dem Nachfolgemodell der SS 180 beibehalten. Das Schöne ist, da haben wir hier eine ganz besonders Originale und da kann man auch schön sehen, das Federbein, das hier zum ersten Mal einteilig ist. Dann kann ich mal kurz hier den Motor abmachen und hier sieht man, dass der Vergaser oberhalb vom Zylinder sitzt, weil hier eine Kolbensteuerung eingebaut wurde. Das sind ja Sachen, die gab es eigentlich bei Large Frame nicht mehr und man hat hier nochmal zurückgegriffen auf diese Kolbensteuerung. Warum hat man das nicht fortgeführt? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber Kolbensteuerung ist natürlich auch aus Umweltgesichtspunkten nicht so gut, weil es erfordert mehr Öl, damit das untere, das Pleuellager besser geschmiert wird. Und außerdem ist es von den Steuerzeiten her nicht so umweltfreundlich wie der spätere Drehschiebermotor. Und was man noch sieht, recht schön ist, hier haben wir auch schon eine Zylinderanordnung, wie es die erst wieder bei der Rallye gab. Hier ist dieser schräge Auslass, die Stehbolzen sind ein bisschen anders angeordnet. Das hat man später wieder bei der Rallye übernommen. Das war also eine Anordnung, die gab es nur bei Modellen, die mehr als 150 Kubik hatte. Das hat auch ein bisschen, ist auch eine Gemeinsamkeit, was dieses Handschuhfach hier vorne anbetrifft. Und das Ersatzrad unter der linken Seitenhaube haben anscheinend nur Modelle mit mehr als 150 Kubik, warum auch immer. Zudem war auch diese ganze Motorkonstruktion anders. Man hatte 60 mm Hub und auch einen etwas kompakteren Motor. Also gerade der Getrieberaum war kompakter. Eine Schwachstelle bei Large Frame Motoren, die nur diese Motoren nicht hatten. Aus irgendeinem Grund hat man das aber wieder abgeschafft. Wahrscheinlich, weil man einfach dazu übergegangen ist, diese Drehschiebersteuerung, die ja schon in den anderen Motoren vorhanden war, jetzt überall wieder zu verwenden. Deswegen wurde auch dieser Motor, denke ich, abgeschafft. Und warum man wieder von dem Stoßdämpfer, von dem Federbein vorne weggegangen ist. Weißt du das, Olli? Hast du eine Ahnung? Nein. Also, nein. Wir wissen das jetzt auch nicht. Eine gute Gelegenheit, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentarzeile. Warum hat man diese Federbein wieder abgeschafft? Denn das ist etwas, das kam erst bei der PX wieder. 1977, die PX hatte dann wieder vorne ein Federbein, noch weiterentwickelt. Das Federbein war, die Bremse war abgestützt gegen das Federbein. Hier ist die Bremse abgestützt gegen die Schwinge. Das ist noch nicht ganz so fortschrittlich. Ne? Die spätere Technik bei der PX hat auch das Einnicken beim Bremsen verhindert. Aber das Kuriose an diesen beiden Modellen ist, Motor, Gabel, mittig geteilte Räder haben nur diese beiden Modelle
gab es nur für einige Jahre und später hat man das wieder verlassen. Eigentlich sehr schöne, fortschrittliche Modelle, die leider nicht so fortgeführt wurden. Gut, bleibt eigentlich noch ein Modell offen, was wir euch vorstellen möchten, nämlich auch noch ein ganz besonderes, nämlich die Vespa T5. Ich stehe jetzt an einer Vespa T5 und auch bei der Vespa T5 ist der Name Programm wie bei vielen Vorgängern. Die Vespa GS Grand Sport, die Vespa SS Supersport, die Vespa T4 Touren, die Vespa Rallye zum Rallyefahren und die Vespa T5. Da steht das T5 für Traversi Cinque, Traversi Überströmer und 5W5. Denn dieser Motor, der hatte zum ersten Mal 5 Überströmkanäle, über die das Gemisch in den Zylinder gelangen konnte. Das ist deswegen besonders, weil das A, vorige Modelle nicht hatten und B, das ein Layout ist, ein Zylinder-Layout, wie ihn moderne Zweitakter haben und wie es eigentlich bis heute bei Zweitaktern Usus ist. Die Vespa T5 war der Versuch, die PX in die 80er Jahre zu transportieren. 80er Jahre, ihr erinnert euch, pinke Leggings und Zauberwürfel. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Roller aussieht wie ein Würfel. Hier hinten zum Beispiel am Heck ist einfach ein Kasten, ein Blechkasten nochmal aufgesetzt. Das kann man hier ganz gut sehen. Hier wurde das Heck einfach verlängert. Darunter befindet sich eigentlich das normale PX-Heck. Deswegen ist auch die Sitzbank länger, auch recht komfortabel. Licht ist anders gestaltet. Hier gibt es noch eine Stoßstange. Das sind alles so kleine Änderungen im Detail, aber alles auf diesen alten Rahmen aufgebracht. Vorne sieht man es noch besser, noch stärker. Hier ist ein Lenkkopf mit einem großen viereckigen Scheinwerfer angebracht und ganz wichtig und auch recht interessant, ein relativ großer Tachometer mit einem Drehzahlmesser integriert. Gab es analog, hier ist es digital, was auch total 80er Jahre mäßig ist. Und eine Scheibe, ja, optisch ist es sicherlich ein Streitfall. Manche mögen es, manche nicht. Bleibt der Motor. Der Motor ist wirklich klasse, denn Piaggio hat es geschafft, mit diesem modernen Zylinder-Layout das erste Mal eine 125er zu bauen, die so stark ist wie die 200er. Bisher war das stärkste Modell die PX 200 mit 12 PS. Diese 125er hat auch 12 PS, ist also genauso stark, bei weniger Hubraum und war ein sehr angenehm zu fahrender Motor. Gut, das war eigentlich das Wichtigste zur Vespa T5. Was uns noch ein wenig fehlt oder vielleicht auch nicht fehlt in der Large Frame-Geschichte, ist die Vespa Cosa. Wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu den Large Frame zu zählen, sondern zur Cosa. Und ja. Zum Schluss, Olli, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Kannst du jemanden, der jetzt neu in die Vespa-Welt einsteigen will, eine Empfehlung geben, mit welchem Modell sich das vielleicht am besten lohnt? Naja, kommt ein bisschen auf den Geldbeutel drauf an. Aber wenn man sagt, ich will damit einsteigen, mal anfangen und reinschnuppern in die Large-Frame-Welt, dann würde ich mit einem PX-Modell beginnen, das schon für rund um 2000 € im guten Zustand zu kaufen ist. Falls man sich aber entscheiden würde, nee, ich möchte doch lieber einen älteren Look haben, dann gibt es bestimmt einige Modelle wie VNB, VBB oder Sprint-Modelle, die dann auch in der Liga zwischen 2.000 und 3.000 € liegen, um damit anzufangen. Was heutzutage leider sehr teuer geworden ist, ist so etwas wie eine GS4, aber auch oder vor allem eine Rallye. Eine Rallye ist, glaube ich, das teuerste, was man sich von den ganzen Sachen hier heutzutage kaufen kann. Die sind, glaube ich, schon sehr in den Preisen gestiegen. Oder? Ja, generell muss man sagen, die Sportmodelle wie GS und SS und auch Rallye, die liegen schon nahe an der 5-stelligen Grenze im guten Zustand. Da empfiehlt es sich eher, sich in der VBB-Liga oder in der Sprint- oder Sprint-Veloce-Liga sich umzugucken. Der Vorteil ist eben, dass man dann auch hier jederzeit einen PX-Motor, ein modernes Triebwerk verbauen kann. Man ist dann auch flott unterwegs. Ja, also alle Roller, die wir heute gezeigt haben, bei all diesen Modellen könnte man die Motoren untereinander durchtauschen. Das macht es so charmant, weil man halt auch Oldies mit moderneren Motoren ausstatten kann, für die es auch sehr viel Zubehör und Teile gibt und Tuning-Teile. Das ist im Prinzip nach oben offen und da kann man sich jahrelang verspielen in dieser Geschichte. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr euch für eine PX entscheidet als Einstieg,
Die PX Lusso Modelle sind aktuell die günstigsten Modelle. Die späteren PX Modelle ab 98, die haben etwas bessere Technik, aber die haben eine ganz, ganz fürchterlich schlechte Rostvorsorge, wie irgendwelche Alfa Romeos aus den 80er Jahren. Da bitte ganz genau darauf achten, wie der Rahmen aussieht. Das war's für heute mit unserer kleinen Modellkunde zur Vespa Large Frame. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Experten Olli bedanken. Olli, hat es dir gefallen? Hat mir riesen Spaß gemacht mit dir, Jesko. War sehr aufschlussreich, auch für mich. Sehr schön, dann bedanke ich mich. Olli hat mir die GS4 hier geschenkt, damit fahre ich jetzt nach Hause. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video mit euch, das dann heißt Vespa Small Frame. Wenn es euch gefallen hat, Bimmel drücken, liken, kommentieren, was euch sonst noch so einfällt. Bis demnächst, ciao.